And in Ethiopia, I came across this really quite by chance. I found myself in the city of Aksum in Tigray in northern Ethiopia. And there were some strange processions going on and wonderful music and dancing and rituals being performed. And I asked, what's this all about? And they said, well, we have the Ark of the Covenant here. And these ceremonials are in honor of the Ark of the Covenant. And you've got the Ark of the Covenant here? I'd just seen Raiders of the Lost Ark, you know. You've got the Ark of the Covenant here? Where? Willkommen zu unserer spannenden Entdeckungsreise. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die mächtigste Reliquie der biblischen Geschichte vielleicht gar nicht verloren ist, sondern im Verborgenen liegt? Seit Jahrhunderten ist die Bundeslade von Legenden umwoben. Es wird geflüstert, sie sei unter dem Tempelberg vergraben, durch Wüsten geschmuggelt, im Krieg verloren gegangen oder für immer verborgen. Doch nun sind neue Behauptungen aufgetaucht, die nicht nach Jerusalem, nicht nach Rom, sondern in eine Höhle in Äthiopien führen. Könnte das Objekt, das einst Armeen zerschmetterte und Flüsse teilte, echt sein und still hinter Schloss und Riegel ruhen, was sich darin befindet? Könnte die Geschichte und den Glauben für immer verändern? Bleiben Sie bei mir. Du wirst gleich die Geschichte hören, die niemand erwartet hat. Die verlorene Schatzkammer. Es mag wie eine Szene aus einem Schatzsucher-Thriller klingen, aber die Bundeslade ist keine Fantasie. Sie ist ein uraltes Relikt, umgeben von 3000 Jahren Geschichte, Geheimnissen und unerschütterlichem Glauben. Und jetzt wird geflüstert, dass sie noch immer im Hochland von Äthiopien versteckt sein könnte. Nach alten Überlieferungen enthält diese heilige Truhe nichts Geringeres als die 10 Gebote im Original. Sie wurde zur Zeit Moses angefertigt und gilt seit langem als Träger göttlicher Macht, die in der Lage ist, Armeen zu vernichten und Flüsse zu teilen. Dies war nicht einfach nur eine Kiste, es war die ultimative spirituelle Waffe. Als Jerusalem 586 vor Christus an die Babylonier fiel und Salomos Tempel in Schutt und Asche gelegt wurde, nahmen viele an, die Bundeslade sei für immer verloren. Doch Legenden zufolge entkam sie der Zerstörung und wurde heimlich weit weg vom Chaos transportiert. Im 10. Jahrhundert vor Christus kursierten Gerüchte, dass die Bundeslade einen neuen Zufluchtsort gefunden habe, Äthiopien. Einige glauben, dass sie von Priestern, die der Blutlinie Salomos treu sind, dorthin gebracht und in der alten Stadt Aksum versteckt wurde, wo noch heute heilige Rituale stattfinden. Selbst in den 1930er Jahren durchsuchte die italienische Armee unter Mussolini während ihrer Besetzung äthiopische Kirchen und versuchte verzweifelt, die Bundeslade zu finden. Sie scheiterten. Aber das Geheimnis wurde nur noch größer. Die Arche soll etwa 1,3 Meter lang und etwa 0,8 Meter breit und hoch sein. Sie ist aus Akazienholz gefertigt und innen und außen vollständig mit Gold überzogen. Auf dem Deckel stehen sich 2 goldene Putten gegenüber, deren Flügel sich berühren. Ein heiliges goldenes Tuch. Das sogenannte Kaporet ist darüber drapiert, was es sowohl optisch beeindruckend als auch symbolisch unantastbar macht. Dies ist mehr als nur ein archäologisches Objekt. Es ist ein Symbol der göttlichen Autorität und des antiken Erbes. Wenn sie wirklich existiert und in einer weit entfernten äthiopischen Kapelle versteckt ist, könnte sie das, was wir über die Religionsgeschichte und den weltweiten Glauben wissen, neu schreiben. Ist die Bundeslade also nur ein Mythos, der unter jahrhundertealter Folklore begraben ist? Oder handelt es sich um ein echtes Artefakt, das noch darauf wartet, der Welt offenbar zu werden? Die Wahrheit ist vielleicht näher, als wir denken. Und die Suche hat gerade erst begonnen. Wie Menelik den Pakt nach Äthiopien brachte. Es ist eine Sache, eine legendäre Figur aus einer alten Sage zu sein. Und eine andere, Menelik war, der Sohn von König Salomon und der Königin von Saba, zu sein, der um 950 vor Christus einen der kühnsten Raubüberfälle der Geschichte durchführte. Menelik, der als Sohn von Makeda nach ihrem berühmten Besuch in Jerusalem geboren wurde, wurde erwachsen und beschloss, dass es an der Zeit war, Papa kennenzulernen. Als Menelik bereit war, nach Äthiopien zurückzukehren, dachte Salomo, warum sollte er nicht eine Nachbildung der Bundeslade mitschicken? Aber die Sache hatte einen Haken. Salomo hatte sich zu sehr von seinen heidnischen Ehefrauen beeinflussen lassen, die Götzen in den heiligen Tempel einführten. Menelik, der Ärger witterte und die echte Bundeslade bewahren wollte, heckte einen Plan aus.
Im Schutze einer durchzechten Nacht tauschten Menelik und seine Leute die Bundeslade aus. Ja, sie brachten die echte Bundeslade zurück nach Äthiopien, während alle anderen nichts davon wussten. Manche sagen, Salomo sei eingeweiht gewesen und habe Menelik die Bundeslade zur sicheren Aufbewahrung anvertraut. Die Arche fand ihr neues Zuhause im Tana-Tscherkos-Kloster am See. Dort blieb sie 800 Jahre lang, bevor sie in die Kirche der Hell, Maria von Zion in Aksum. Heute wird die Lade von einem einzigen Mönch, dem Wächter der Lade, streng bewacht, der dafür sorgt, dass ihre Geheimnisse vor neugierigen Blicken geschützt sind. Italiens Ambitionen im 20. Jahrhundert und der Abessinienfeldzug. Ein historischer Groll ist eine Sache für ein normales Land, aber eine ganz andere, wenn man ein ehrgeiziger italienischer Diktator mit Träumen vom Imperium ist. Denn man weiß, dass man die Bühne für einen unvergesslichen Showdown bereitet. Rückblende ins Jahr 1896. Äthiopien, eine stolze Nation, die sich noch aus den Fängen der Europäer befreit hatte, fügte Italien bei Adwa eine vernichtende Niederlage zu. Hier mussten 1400 italienische Truppen eine demütigende Niederlage gegen eine massive Streitmacht von 80.000 Äthiopiern hinnehmen. Im Jahr 1935 befahl Mussolini seiner modernisierten Armee, die von Rachegelüsten getrieben wurde und sein Reich ausdehnen wollte, den Einsatz. Am 3. Oktober brachen die italienischen Streitkräfte unter dem Kommando von Feldmarschall Rodolfo Graziani von ihren Stützpunkten im italienischen Somaliland und in Eritrea auf und drangen in das zerklüftete Gebiet Äthiopiens ein. Was folgte, war nicht nur ein militärischer Feldzug, sondern ein dramatisches Kapitel in der Geschichte der italienischen Ambitionen in Afrika, das aus einem Kapitel der Geschichte ein wahres Spektakel machte. Die schweigende Haltung des Vatikans. Wenn sich Politik und Religion vermischen, können die Dinge ein wenig pikant werden. Und das nicht immer auf eine gute Art. Die Übernahme von Abessinien, dem heutigen Äthiopien, hat seinerzeit in ein Wespennest gestochen. Der Völkerbund war in heller Aufregung, protestierte links und rechts. Aber ein wichtiger Akteur schien ungewöhnlich ruhig zu sein, der Vatikan. Einige flüsterten, dass der Heilige Stuhl seine eigenen Gründe gehabt haben könnte, um zu schweigen. Die äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche, die für sich in Anspruch nimmt, die Urkirche des Christentums zu sein, genau wie die römisch-katholische Kirche, war nicht gerade damit einverstanden, den Papst als Chef aller Christen anzuerkennen. Das hat in Rom sicherlich einige Gemüter erhitzt. Papst Pius V hielt sich zurück und wollte die Katholiken auf der ganzen Welt nicht zu sehr verärgern, indem er Italiens militärische Maßnahmen billigte. Dennoch kursierten Gerüchte, dass Mussolini möglicherweise die Zustimmung der vatikanischen Korridore erhalten hatte, um die äthiopischen Orthodoxen unter den Schirm Roms zu bringen. Während sich der Papst zurückhielt, waren andere im Vatikan weniger zurückhaltend. Der Erzbischof von Toronto hielt sich nicht zurück und nannte den Konflikt einen heiligen Krieg. Einen Kreuzzug zur Verbreitung des Katholizismus in einem Land voller Ungläubiger und Schismatiker. Dem Geheimnis der Schätze von Aksum auf der Spur. Die Geschichte Äthiopiens ist durchdrungen von Legenden über heilige Reliquien, von denen keine fesselnder ist als die Bundeslade. Seit Jahren kursieren Gerüchte, dass die Bundeslade, ein von allen großen Religionen begehrtes Artefakt, in den alten Mauern der St. Marienkirche in Aksum ruht, Mary's Church in Aksum. Natürlich wurde der Vatikan durch solche Behauptungen hellhörig und lieferte sich mit der äthiopisch-orthodoxen Kirche einen stillen Glaubenskampf. In den 1930er Jahren machte das faschistische Italien unter Mussolini nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch mit historischen Raubzügen von sich reden. Obwohl keine Dokumente dies offen zugeben, gibt es starke Hinweise darauf, dass die italienischen Streitkräfte, vielleicht mit einem Nicken des Vatikans, eher auf einer Indiana-Jones-Mission als auf einer militärischen Eroberung waren. Sie waren auf der Suche nach der Bundeslade, wobei die Suche nach der Bundeslade nach wie vor geheimnisvoll ist. Die Faszination Italiens für die Schätze Äthiopiens ist gut dokumentiert. Sie haben nicht nur gesucht, sondern auch genommen. Die große Stele von Aksum, ein gewaltiger Obelisk, wurde von äthiopischem Boden abgerissen und in Rom triumphal wieder aufgestellt. Dies war nicht nur eine Machtdemonstration, sondern eine Erklärung. Die Verlegung eines solch gigantischen Bauwerks war nicht nur ein technisches Wunderwerk seiner Zeit, sondern auch ein klares Signal, dass Kosten kein Hindernis für Italiens imperiale Ambitionen darstellten.
Schutz der heiligen Reliquien Äthiopiens inmitten des Konflikts. Die äthiopisch-orthodoxe Kirche pflegt eine der faszinierendsten und am strengsten gehüteten Traditionen der Welt, ihre geheimnisvolle Beziehung zur Bundeslade. Nach jahrhundertealten Überlieferungen wurde dieser heilige Gegenstand einst mehr als 800 Jahre lang auf den abgelegenen Inseln des Tanasees aufbewahrt. Im Jahr 333 wurde die Bundeslade angeblich nach Aksum gebracht, einer der geistigsten Städte Äthiopiens. Aber das war keine Reise ohne Wiederkehr. Immer, wenn die Zeiten unsicher wurden, sollen die Hüter der Bundeslade sie erneut verlegt haben, immer im Geheimen. Vom sagenumwobenen Hochland von Gondar bis zu den legendären Höhlen der Semienberge in Shewa und sogar zu den abgelegenen Soe-Inseln ist die Bundeslade wie ein roter Faden durch die Geschichte Äthiopiens gewandert. Einige Kirchenvertreter haben angedeutet, dass die Bundeslade während der Zeit der ausländischen Besatzung noch einmal an einen anderen Ort gebracht worden sein könnte, was die Sache noch komplizierter macht. Der genaue Zeitpunkt und der Bestimmungsort bleiben ein Rätsel und geben Anlass zu endlosen Spekulationen. Lokale Überlieferungen in Amhara deuten darauf hin, dass die echte Bundeslade gar nicht so einfach zu finden ist. Stattdessen glauben sie, dass sie an einem Ort versteckt sein könnte, der als Ambesar oder Löwenmine bekannt ist und tief im heiligen Gebiet Äthiopiens liegt. Unterdessen behauptet die verehrte St. Mary of Zion Church in Aksum, die seit langem als offizielle Hüterin der Bundeslade gilt, fest daran, dass sie noch immer das Originalartefakt beherbergt. Welche Version nun wahr ist, kann niemand mit Sicherheit sagen, da der Zugang zur Lade streng auf einen einzigen, auf Lebenszeit ernannten Wächterpriester beschränkt ist. Selbst Regierungsbeamte und religiöse Führer haben keine Befugnis, es zu sehen. Was wir wissen, ist, dass dieses jahrhundertealte Geheimnis unzählige Expeditionen, Geschichten und Debatten ausgelöst hat. Wurde die Arche bewegt, um sie vor Gefahren zu schützen, oder wird sie für eine Zeit aufbewahrt, in der die Welt bereit ist, sie zu sehen? Obwohl sich die historischen Aufzeichnungen über viele Details ausschweigen, hallt die Legende von der Arche über Generationen hinweg weiter und verbindet den alten Glauben mit moderner Neugierde. Und vielleicht ruht die Bundeslade im Herzen Äthiopiens noch immer, geschützt, verehrt und wartend. Italiens Faszination für Äthiopiens biblisches Erbe. 1936. Als der Nachhall der italienischen Invasion in Abessinien noch nicht ganz verklungen war, unternahm Alessandro Pavolini, der spätere Minister für Volkskultur, im Jahr 1939, eine interessante Reise zum Tanasee. Warum der Tanasee, fragen Sie sich? Nun, dies war keine Sightseeing-Reise. Er war der berühmte, ursprüngliche Ruheplatz der Bundeslade. Der See war angeblich ein sicherer Zufluchtsort für die Bundeslade in Zeiten des Aufruhrs. Pavolinis Eile zum See, noch dazu an Bord eines Wasserlandungsbootes, wirft Fragen auf. Befand er sich auf der Suche nach den Geheimnissen der Lade und erreichte sie, bevor die italienischen Streitkräfte das Gebiet sicherten? Im selben Jahr reiste ein anderer hochrangiger Italiener, Außenminister Galeazzo Ciano, nach Gondar, der nach Aksum zweitheiligsten Stadt Äthiopiens. Sie ist nicht nur für ihre heilige Bedeutung bekannt, sondern auch für ihre Legenden, die sich um Figuren wie Lilith und Kain ranken. Die mystische Anziehungskraft von Gondar, die sich aus hebräisch-jüdischen Texten ergibt, ist unbestreitbar. Lilith, die erste Frau, die für Adam erschaffen wurde, und Cain, der Wanderer, der ihr östlich von Eden begegnete, sind Teil des reichen Mythengeflechts der Stadt. Diese historische und religiöse Bedeutung hat Ciano sicherlich dazu bewogen, diese mystischen Länder zu erkunden. Pavolinis und Cianos Suche nach dem Geist von König Salomo. Die Gratwanderung zwischen dienstlichen Pflichten und persönlichen Unternehmungen kann oft zu spannenden Geschichten führen. Vor allem, wenn es sich um Personen wie Pavolini und Ciano handelt. Ihre Reisen, die vordergründig geschäftlichen Zwecken dienten, gaben Anlass zu Gerüchten über persönlichere oder sogar mysteriöse Beweggründe. Es stellte sich heraus, dass dies nicht nur Gerüchte waren. Ein verblüffender neuer Aspekt ist aufgetaucht. Ihre Expedition könnte eine Jagd nach den legendären Minen König Salomos gewesen sein. Seit Jahren spekulieren einige Archäologen und Bibelwissenschaftler, dass die sagenumwobenen Minen mit ihren ungeahnten Reichtümern irgendwo in Ostafrika versteckt sein könnten. Diese Theorie wurde durch die Veröffentlichung des Buches Zwei Mistero di San
Pietro in Cialdoro von Enrico Cernuschi im Sommer 2010 weiter untermauert. Cernuschis Arbeit legt nahe, dass die Suche nach dem Geist König Salomons für die Italiener, insbesondere während ihrer militärischen Erfolge, nicht nur eine Nebenaufgabe, sondern eine Mission von höchster Priorität war. Ein von äthiopischen Geheimnissen und Legenden umwobener Mythos. Ein großer historischer Raub klingt aufregend, aber wenn es um die legendäre Bundeslade geht, lief es für die Italiener in Axum nicht ganz so wie geplant. Die Äthiopier waren ihnen einen Schritt voraus und besaßen nicht nur eine, sondern über 100 über das ganze Land verstreute Archen. Dieser clevere Schachzug brachte die Italiener ins Trudeln, die auf eine scheinbar klassische äthiopische List hereinfielen und den Verbleib der echten Bundeslade verschleierten, falls sie überhaupt jemals existierte. Für die Äthiopier war diese Strategie eine Meisterleistung, um ihren heiligsten Schatz zu bewahren. In der Zwischenzeit steht die Welt vor einem Rätsel. Gibt es die Bundeslade, das Herzstück biblischer Überlieferungen und Intrigen? Tatsächlich. Konkrete Beweise sind nach wie vor schwer zu finden, was sie zu einem der größten Rätsel der Geschichte macht. Obwohl die Handlung von Raiders of the Lost Ark ein spannendes Kinoabenteuer bietet, sind die realen italienischen Bemühungen in Abessinien eine historische Erzählung über globale Mächte, die um ein Stück des legendären Schatzes wetteifern. Das Axumitische Reich. Das Axumitische Reich, das vom 1 bis zum 8 Jahrhundert-Kurs glänzte, war nicht nur eine Macht in den Handelsnetzen, die Afrika, den Nahen Osten und den Mittelmeerraum miteinander verbanden. Es beherbergte auch eines der größten Geheimnisse der Geschichte, die Bundeslade. Eingebettet in das heutige Nordäthiopien wurde dieses Reich zu einem zentralen Knotenpunkt, der durch seinen reichen Handel mit Gold, Elfenbein und anderen Schätzen florierte. Aber hier wird es legendär. Es heißt, dass Menelik der Fee, der sagenumwobene Sohn von König Salomon und der Königin von Saba, die Bundeslade nach Axum brachte, um sie dort in Sicherheit zu bringen. Dieses heilige Artefakt wurde Berichten zufolge in der Kirche St. Maria von Zion aufbewahrt. Maria von Zion aufbewahrt und in den Kern des äthiopisch-orthodoxen Glaubens eingebettet. Die Handlung verdichtet sich mit dem Übertritt von König Ezana zum Christentum im 4. Jahrhundert, der das religiöse Ansehen von Axum in die Höhe trieb. Unter göttlichem Schutz stehend, symbolisierte die Lade mehr als nur einen historischen Schatz. Sie repräsentierte eine direkte Abstammung vom biblischen Königshaus. Trotz der Bemühungen von Schatzsuchern und sogar italienischen Streitkräften in den 1930er Jahren konnte der genaue Verbleib der Lade bis heute nicht geklärt werden. Die Geschichte von Maria und Jesus am Tana-See. In Äthiopien gibt es eine bezaubernde Geschichte, nach der Maria und das Jesuskind 10 Tage lang mitten im Tana-See verbrachten, um dem gefährlichen Herodes dem Großen zu entkommen. Die Legende besagt, dass dieses göttliche Duo hier eine Insel beehrte, was Mönche dazu veranlasste, einen Schrein zu errichten, der die Stelle markiert, an der sie angeblich jeden Tag rasteten. Es ist eine fesselnde Geschichte, die Geschichte mit einem Hauch von Mysterium vermischt. Doch die Geschichte hat eine Wendung. Die Bibel bestätigt zwar, dass Josef, Maria und Jesus tatsächlich vor dem Zorn des Herodes geflohen sind, aber es heißt ausdrücklich, dass sie in Ägypten Zuflucht fanden. Wenn man bedenkt, dass Ägypten gut 1000 Meilen nordwestlich des Tana-Sees liegt, fügt dieser geografische Schluckauf der Geschichte eine interessante Ebene hinzu. Der Schauplatz in Äthiopien ist ziemlich weit von ihrem dokumentierten Zufluchtsort entfernt. Trotz des Entfernungsproblems bleibt diese Überlieferung ein geschätzter Teil des äthiopischen Erbes und macht eine Insel im Tana-See zu einem Ort historischer Wunder und spiritueller Pilgerfahrten. Ob Tatsache oder Fabel, die Geschichte zieht weiterhin Neugier und Ehrfurcht auf sich und verwandelt das, was ein Kartenmissgeschick sein könnte, in eine denkwürdige und mystische Erzählung. Ägyptens gescheiterte Plünderung. In den Annalen der Geschichte gibt es eine besondere Art von Pannen, die für diejenigen reserviert sind, die es königlich vermaseln. Kein Wortspiel beabsichtigt. Ein Beispiel dafür ist der kühne Überfall auf Jerusalem durch keinen geringeren als König Shishak von Ägypten. Es war während der Regierungszeit von König Rehabim, als das geschäftige Jerusalem von Shishak heimgesucht wurde. Wie in den Berichten in 1. Könige 14,25, 26 und 2, Chronik 12,2, 9 beschrieben, plünderte Shishak Schätze aus dem Haus des Herrn,
Aber die berühmte Bundeslade blieb unangetastet. Ein paar Jahrhunderte später weist König Josia die Leviten an, die heilige Bundeslade wieder in Salomos großem Tempel zu verstauen. Es ist klar, dass die Lade in Jerusalem eine Art Urlaub verbracht hat, um den großen Umwälzungen zu entgehen, sogar denen unter Manasse, der den Tempel in ein Haus für seinen eigenen Götzen verwandelte. Warum also hat Shishak den ultimativen Schatz verpasst? 2 Vermutungen. Vielleicht spielte die Bundeslade hinter dem Vorhang des Allerheiligsten Verstecken, oder aber die schlauen Leviten versteckten sie vor der Invasion. In jedem Fall blieb sie während der Regierungszeit von Josia an Ort und Stelle, was alle Theorien über die Verschleppung nach Ägypten Löcher in den Boden reißt. So aufregend Indiana Jones auch sein mag. Die Ägypten-Theorie ist einfach nicht haltbar. Eritreischer Link. Es gibt nichts Besseres als einen guten Krimi. Vor allem, wenn es um etwas so Legendäres wie die Bundeslade geht. Die Geschichte wird noch fesselnder, wenn sie eine eritreische Wendung nimmt. Eritrea teilt eine reiche Geschichte und kulturelle Bindungen mit Äthiopien. Und auch die orthodoxen religiösen Traditionen liegen dem Land sehr am Herzen. Der eigentliche Hingucker in beiden Ländern ist der Tabor, eine verehrte Nachbildung der Bundeslade, die bei großen religiösen Festen wie Timket die Hauptrolle spielt. Stellen Sie sich die geografischen Verbindungen zwischen Eritrea und dem alten äthiopischen Königreich Aksum vor. Könnten die Bundeslade oder ihre Nachbildungen durch die Landschaften Eritreas gereist sein oder sich sogar dort versteckt haben? Zwar gibt es keine direkten Beweise dafür, dass sich die Bundeslade in Eritrea befand, doch die gemeinsame Verehrung des Tabors in den orthodoxen Bräuchen deutet auf eine tiefe kulturelle Verbindung hin. Es gibt Spekulationen, dass diese heiligen Gegenstände während der historischen Umwälzungen die Grenzen überschritten haben könnten, um ein Stück Geschichte zu bewahren, das von einem göttlichen Geheimnis umhüllt ist. Dies bringt nicht nur Eritrea und Äthiopien näher zusammen, sondern wirft auch die Frage auf, wo die Bundeslade letztendlich gelandet ist. Gescheiterte Expeditionen. Die Suche nach der Bundeslade ist kein unbedeutendes Abenteuer, vor allem wenn man bedenkt, wie weit unerschrockene Forscher gegangen sind, die sich oft als Pointe eines uralten historischen Witzes wiederfanden. Unter diesen wagemutigen Seelen ragen Larry Blazer und sein Team adventistischer Forscher heraus. Im späten 20. Jahrhundert machten sie sich mit biblischen Hinweisen bewaffnet auf den Weg, um die Bundeslade in den Höhlen bei Ein-Gedi und am Jordan auszugraben. Doch trotz ihres Enthusiasmus und ihrer akribischen Planung geriet die Expedition ins Stocken, da sie auf unüberwindbare staatliche und logistische Hürden stieß, die die entscheidenden Höhlen unerreichbar machten. Der britische Autor Graham Hancock ließ sich nicht lumpen und warf seinen Hut in den Ring mit einer viel beachteten Expedition in Äthiopien, die sich auf Aksum und den Tanasee konzentrierte. Hancock, der sich von der Theorie leiten ließ, dass Menelik Gai die Bundeslade vor Jahrhunderten nach Äthiopien gebracht hatte, durchkämmte die antiken Stätten mit Eifer. Trotz des großen Medieninteresses fanden seine Bemühungen jedoch keine greifbaren Beweise für die Anwesenheit der Arche. Professor Ullendorfs Ansicht. 1941. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs in Ostafrika besuchte der britische Offizier und angesehene Kenner der äthiopischen Kultur, Professor Edward Ullendorf, die Kirche unserer lieben Frau Maria von Zion in Aksum. Diese Kirche wird von vielen als Hüterin einer der heiligsten Reliquien der religiösen Tradition angesehen, der Bundeslade. Professor Ullendorf, der sich seit Jahrzehnten mit der äthiopischen Geschichte und religiösen Artefakten befasst, erhielt Zugang zu dem heiligen Gegenstand, der in der Kirche aufbewahrt wurde. Was er sah, so seine späteren Aussagen, stimmte nicht mit den alten Beschreibungen überein, die oft mit der biblischen Lade in Verbindung gebracht werden. Stattdessen beschrieb er es als ein religiöses Artefakt, das der mittelalterlichen äthiopischen Handwerkskunst entspricht. Aufgrund der Materialien, der Form und des Stils glaubte er, dass es sich eher um eine zeremonielle Darstellung als um die in den alten Schriften beschriebene Originalreliquie handelt. Trotz der Bedeutung seiner Beobachtung entschied sich Ullendorf, sie zu Lebzeiten weder zu veröffentlichen noch darüber zu sprechen. Er wollte die äthiopisch-orthodoxe Kirche nicht beleidigen oder den tiefen kulturellen und spirituellen Respekt vor dem Objekt stören. Erst 1992 teilte er in einem Interview mit der Los Angeles Times vorsichtig seine Ansicht mit, dass es sich bei dem Stück in Aksum um eine originalgetreue Nachbildung aus dem Mittelalter zu handeln scheint.
Auch heute noch erweckt sein Bericht respektvolle Neugierde. Für die einen bietet er einen Einblick in die Art und Weise, wie heilige Traditionen ihre Bedeutung durch symbolische Artefakte bewahren. Für andere lässt er die Möglichkeit offen, dass die Wahrheit über den Standort der Arche noch immer verborgen ist, geschützt durch Zeit und Glauben. Biblische Widersprüche. Nach uralten äthiopischen Überlieferungen wurde die Bundeslade von Menelik I., dem Sohn von König Salomon und der Königin von Saba, nach Äthiopien gebracht. Es heißt, er habe sie heimlich aus dem Tempel in Jerusalem gestohlen. Aber hier wird es knifflig. In der Bibel wird erwähnt, dass die Bundeslade lange nach der Zeit Salomos im Tempel aufbewahrt wurde. Nehmen wir zum Beispiel die Bibelstellen in der 2. Chronik, die Bundeslade während der Herrschaft von König Josia von 640-609 fuhr, Kurs, erwähnen. Das ist Jahrhunderte nach Meneliks angeblichem Raub in Äthiopien. Und dann gibt es noch 2 Könige, die uns sagen, dass die Lade immer noch im Tempel hing, kurz bevor die Babylonier auftauchten und den Ort 587 Kurs zerstörten. Die Gelehrten werfen mit verschiedenen Theorien um sich. Einige meinen, wenn Menelik die Bundeslade mitgenommen hat, sollte sie in diesen späteren biblischen Szenen nicht mehr auftauchen. Andere meinen, dass sie vielleicht während der Renovierung des Tempels oder der Invasion versteckt wurde und durch die historischen Risse gerutscht ist. Politische Verwendung. Es ist ein schmaler Grat zwischen der Ausübung von Macht und der Instrumentalisierung der Geschichte für politische Zwecke. Und nirgendwo ist dies so faszinierend wie in den Geschichten der äthiopischen salomonischen Dynastie. Die Wurzeln dieser Dynastie gehen auf den legendären König Salomon und die Königin von Saba zurück, insbesondere auf ihren Sohn Menelik I. Die Saga begann im Jahr 1270. Als diese Dynastie den Thron bestieg und die Zagwe nicht nur mit militärischer Macht, sondern auch mit einem geschichtsträchtigen Erbe, das im Kibra Nagast festgehalten ist, besiegte. Der Kibra Nagast diente nicht nur als Stammbaum. Sie besagt, dass Menelik die Bundeslade nach Äthiopien brachte und damit die göttliche Anerkennung der salomonischen Herrscher symbolisierte. Bei dieser Verbindung ging es nicht nur um religiöse Symbolik. Es war eine politische Meisterleistung, die das Ansehen der Dynastie stärkte, indem sie mit einem verehrten Artefakt in Verbindung brachte, das in der jüdischen und christlichen Überlieferung eine große Rolle spielte. Diese Erzählung hat nicht nur ihre Herrschaft gefestigt, es machte sie fast unantastbar, vom Himmel selbst auserwählt. Portugiesische Beteiligung. Im 16. Jahrhundert waren die Portugiesen nicht nur auf der Suche nach neuen Handelsrouten, sie mischten sich auch tief in die äthiopische Politik und in alte Geheimnisse ein. Einer der herausragenden Abenteurer war Christophe de Gama, ein Nachfahre des berühmten Entdeckers Vasco de Gama. Im Jahr 1541 war Christoph nicht nur auf Besichtigungstour. Er führte eine robuste portugiesische Streitmacht an, um Kaiser Galarvos in seinem Kampf gegen den furchterregenden Ahmad ibn Ibrahim al-Razi, auch bekannt als Grang, zu unterstützen. Dies war nicht nur eine Militärreise. Es ging um die Verteidigung des christlichen Königreichs Äthiopien, dem erklärten Hüter der Bundeslade. Die Suche nach der Bundeslade war auch nicht nur ein Nebenbei-Hobby. Persönlichkeiten wie Prinz Heinrich der Seefahrer und der Ritterorden von Christus waren in göttlicher Mission unterwegs. Sie sahen in der Lade einen Leuchtturm mit spirituellem und politischem Einfluss, der zur Ausbreitung des Christentums und zur Festigung der Beziehungen zur äthiopisch-orthodoxen Kirche beitrug, einem wertvollen Verbündeten in einem fernen Land. Und wo befindet sich diese geheimnisvolle Lade jetzt? Der Legende nach fand sie zunächst am Tana-See einen Ruheplatz und wurde dann in der Kirche der Gottesmutter Maria von Zion in Aksum versteckt, wo sie angeblich bis heute aufbewahrt wird. Monolithische Kirchen von Lalibela. Im 12. Jahrhundert nahm in den Bergen Nordäthiopiens etwas Außergewöhnliches Gestalt an, das noch heute die Fantasie anregt. Die monolithischen Kirchen von Lalibela, 11 prächtige, direkt in den Vulkanfelsen gehauene Bauwerke, wurden nicht nur zu architektonischen Wunderwerken, sondern auch zu spirituellen Symbolen eines neuen Jerusalem. Diese Kirchen wurden unter der Herrschaft von König Lalibela erbaut und sollten den äthiopischen Christen dienen, nachdem die muslimischen Eroberungen die Pilgerfahrten nach Jerusalem unsicher gemacht hatten. Der Legende nach halfen Engel König Lalibela beim Bau dieser unglaublichen Kirchen, darunter die ikonische kreuzförmige Bet Jorgis als Zufluchtsort für Gläubige.
Die komplizierten Entwürfe und die schiere Größe der Kirche haben viele zu der Frage veranlasst, wie ein solches Kunststück mit den begrenzten Werkzeugen, die damals zur Verfügung standen, vollbracht werden konnte. Die äthiopisch-orthodoxen. Seit Jahrhunderten ist diese Kirche mit einer der geheimnisvollsten Reliquien der Geschichte verbunden, der Bundeslade. Die Legende besagt, dass die Bundeslade heute in der antiken Stadt Aksum ruht, tief verborgen in ihren heiligen Mauern. Einige Forscher glauben, dass diese Kirchen mehr sind als nur Gotteshäuser. Sie könnten als spirituelle Festungen konzipiert worden sein, die durch den Glauben und die Geschichte miteinander verbunden sind und ein geheimes Netzwerk bilden, das um die Arche selbst herum gebaut wurde. Auch heute noch reisen Pilger zu diesen Städten, angezogen vom Geflüster über göttliche Macht und unentdeckte Geheimnisse. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Was denken Sie? Könnte die Bundeslade wirklich die Macht haben, die Zukunft der Religion, wie wir sie kennen, zu verändern? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen. Und wenn euch dieser Einblick in eines der größten Geheimnisse der Geschichte gefallen hat, dann gefällt euch das Video und abonniert es, damit ihr die nächsten Beiträge nicht verpasst.